komplett verrückt. Man weiß gar nicht, was man als erstes machen soll. Leicht windig! Alter, das sieht richtig krass aus. Ich bin dann auf so einen Felsen raufgeklettert. Ich bin jetzt ein paar Mal fast hingelegt. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Zur Aussichtsplattform fährt man hoch über eine Serpentinstraße und wenn man um die letzte Kurve fährt, sieht man die Plattform, die freischwebend aufs Fjord rausgeht. Super krasse Aussicht aufs Fjord, links und rechts die Berge. Da gibt es so viele Möglichkeiten zu fotografieren. Was man hier auf jeden Fall merkt, man muss entweder ganz schnell sein oder Ausdauer haben. Als wir angekommen sind, kam hier die Sonne rein und hat hier wunderschön überall drauf geschienen. 2, 3 Bilder gingen und dann war sie schon wieder weg. Da stehen wir jetzt alle und machen unsere Shots und warten halt, dass die Sonne wieder kommt, weil dann ist das schon episch da hinten. Regenwolken ziehen rein, Regenwolken ziehen raus. Ist natürlich ein bisschen anstrengend zu fotografieren. Kamera rein, Kamera raus, Regentropfen auf der Linse, sauber machen, wieder nicht sauber machen, Filter rauf, Filter ab und so weiter. Aber ey, Lukas fotografiert mit dem Handy, warum? Ich fotografiere mit dem Handy, weil es regnet und diese Linse, die ist ja so klein, bis da ein Regentropfen drauf ist, das braucht einen Moment. Und darum, wenn es regnet, einfach mal das Handy nehmen. Ich bin ja sonst nicht so ein Fan von Aussichtsplattformen, weil ich diesen fotografischen Weite-Schuss nicht so gerne mag. Also ich mag das lieber, wenn ich Vordergründe habe und wenn ich ein bisschen Bild aufbauen kann, nicht einfach nur so Schüsse in die Weite. Aber das Licht war auf einmal richtig, richtig gut. Dann kam die Sonne von der Seite reingeballert, alles hat orange geglüht. Für einen kurzen Moment hat der Himmel ein bisschen aufgerissen und die Sonne hat durchgeblitzt und das sah echt episch aus. Alter, das sieht richtig krass aus. Und ich war dann auf der anderen Seite von dieser Plattform, also gar nicht mit dem schönen Blick und habe mir so einen Bachlauf angeguckt und auf einmal sehe ich, da ist so ein fetter Regenbogen, der aus diesem Bachlauf rausgeht und es war der kleinste Regenbogen, den ich glaube ich jemals komplett gesehen habe. Also es war richtig so ein Bogen über diesen Bachlauf, aber so ganz klein, vielleicht 20 Meter breit nur. Komplett verrückt. Man weiß gar nicht, was man als erstes machen soll. Mit der Kamera in die Richtung, weil die Sonne gerade rauskommt. Es regnet aber auch noch und hier hinten ist einfach ein perfekter Regenbogen. Genau überm Auto bis zum Berg. Also ja, geil, macht richtig, richtig Bock. Sonnenstern geht, Videos kann man geil. Ach, ich muss aufhören hier mit der GoPro zu filmen, weil ich muss noch ein paar Bilder machen. Habt ihr schon mal so nah einen Regenbogen gesehen? Man kann ihn fast anfassen. Mega geil. Der ist so nah, man bekommt ihn fast gar nicht rauf aufs Bild. Also mit der normalen Kamera. Hier mit der GoPro ist schon relativ weitwinklig. Krass. Wir sind dann wieder zurück zu diesen Teufelszacken gefahren und auf dem Weg haben wir noch so eine kleine rote Fischerhütte entdeckt und das machen wir ganz gerne, dass wir anhalten irgendwo, kurz mal 1, 2, 3, 4 Bilder schießen und dann einfach wieder weiterfahren und diese kleine Fischerhütte war sehr, sehr fotogen und da konnte ich das ein oder andere coole Bild direkt von der Straße fotografieren. In the cold kitchen light, we both look for a sign and you say these are troubles of mine. 'Cause I was there by your side with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why. I guess all beauty must die. We try hard but we also were home so reckless. There were no reasons why. I guess all beauty must die. We try hard but we all
Zu diesem Strand mit diesen Teufelszacken geht man hin über einen schönen Holzsteg, mega krass designt. Also da merkt man das nordische Gefühl fürs Design. Und wenn man da auf diesen Strand oder diesen Küstenabschnitt kommt, dann gibt es ganz viele Wasserbecken und Spiegelungen und natürlich auch Stellen, wo das Meer richtig gegen die Felsen klatscht. Leicht windig! Ist ungefähr doppelt so windig wie vorhin, als wir hier waren. Ja, bei dem Spot mit diesen Teufelszacken oder wie sie auch immer heißen, war die erste Schwierigkeit schon mal dahin zu gelangen. Es war mega rutschig und jetzt ein paar Mal fast hingelegt. Die Herausforderung war, eine gute Komposition zu finden. Das Wasser war nicht super hoch und dementsprechend kamen die Wellen auch nicht so nah. Und da musste man sich entweder so ein bisschen weit rauswagen, um das einfangen zu können, oder eine ganz andere Geschichte suchen, um eine Komposition aufzubauen. Fand ich schon herausfordernd. Das war nicht ganz einfach. Ich bin dann auf so einen Felsen raufgeklettert, ein relativ großer Felsen, um so eine gute Perspektive von oben zu bekommen. Und dann hatte ich dann so einen großen anderen Fels im Wasser, wo eben die Wellen immer dran gebrochen sind. Und das sah dann interessant aus im Vordergrund. Und im Hintergrund waren dann diese krassen Felsformationen. Jetzt schießt da hinten die Sonne durch, mega nice im Weitwinkel, aber ich habe echte Probleme. Zum einen, klar, der Wind ist ziemlich nervig, aber das geht noch. Akkus sind viel, viel nerviger. Hier bei der GoPro war heute Mittag der Akku schon tot nach nur einem halben Tag. Nach 70% war der Akku einfach komplett erschöpft. Also es war 70% dann einfach leer, ging nicht mehr. Und auch bei meiner Sony der 4. Akku mittlerweile und auch hier habe ich nur noch 50%. Echt viel Spaß gemacht hat, gleich am Anfang nach dem Steg eigentlich. Und dann weiter vorne natürlich mit den Klippen, wo dann die Wellen gekommen sind, Langzeitbelichtungen, alles Mögliche versucht, um Hintergrund und Vordergrund schön miteinander zu verbinden. Das war gut. Der Himmel brennt. Ich warte jetzt noch den Regen ab, habe die Kamera eingepackt und wenn es gleich aufhört zu regnen, da hinten hat es schon aufgezogen, dann werde ich dieses epische Panorama nochmal fotografieren und dann ist es ein Wrap für heute. Mega krasser Tag gewesen. Richtig geil. Eine absolute Besonderheit dort war für mich jetzt, dass es nach Sonnenuntergang nochmal richtig hell wurde. Hat keiner damit gerechnet, die Sonne war weg und dann ist nochmal alles irgendwie richtig warm beleuchtet worden. Keine Ahnung, wo das herkam, aber es hat mega cool ausgeschaut auf jeden Fall. Abendrot hat hinten schon eingesetzt und normalerweise wird es dann relativ schnell dunkel, sobald die Wolken rot werden. Aber dann ist nochmal richtig aufgeglüht, die Berge haben nochmal das Leuchten angefangen. Und jetzt ist es auch noch relativ hell, obwohl die Sonne schon lange untergegangen ist. Komische Bedingungen, aber macht natürlich Spaß, weil man umso länger fotografieren kann. Du hast doch noch etwas Gischt auf deiner Brille. Ja, du warst nah dran auf jeden Fall. Ich muss den Mistfilter immer dabei haben, weißt du, das ist... Mittendrin stand nur dabei. Ja. Mein Lieblingsmotiv von diesem Tag war definitiv die kurze Lichtstimmung bei dieser Aussichtsplattform. Das hat einfach super krass ausgesehen. Favoritenbilder habe ich mehrere an diesem Tag. Ich fand auf jeden Fall den Wasserfall vom ersten Spot ganz cool. Ich fand auch die Lichtstimmung oben auf dieser Plattform ganz interessant, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich ein Bild von den Teufelszacken nehmen. Die muss ich mir in Ruhe mal am Computer zu Hause angucken. Ich habe da bestimmt an diesem Abend über 100 Bilder geschossen. Ja, eins meiner absoluten Lieblingsbilder dort ist bei strömenden Regen entstanden. Wir haben uns gerade wieder in unsere Jacken verkrochen und haben so leicht den Rückweg angetreten. Dann kam nochmal die Sonne und wieder hat alles irgendwie geleuchtet. Ich habe so einen grünen Pool gefunden, wo so Algen irgendwie dann beleuchtet waren. Das hat total giftig ausgeschaut. Aber die Kombination mit Nebel, Regen und diesen giftigen, das war schon mega cool.
Was in Senja auf jeden Fall auffällt, sind die krassen steilen Berghänge. Also da geht es teilweise hoch runter. Das ist wirklich verrückt. Und dann natürlich die Farbigkeit. Das hat sich alles schon so ein bisschen herbstlich gefärbt. Das hat echt gut ausgeschaut. Die Kombination aus diesen orange-grün mit den schwarzen Bergen, das war ziemlich cool. Hier auf Senja gibt es Trolle. So in etwa sehen die aus. Und das wäre richtig gruselig, wenn der sich jetzt bewegen würde, oder? Nein, Spaß beiseite. Aber hier echt mit der Warze und sogar Haaren drauf. Hier ist so ein Trollpark. Der hat allerdings gerade zu. Wären wir jetzt gerne reingegangen. Aber müssen wir gucken, was wir hier noch landschaftlich fotografieren können. Heute keine Trolle. Wir sind jetzt im wunderschönen Hamm in Senja. Richtig geile Farben, so türkises Wasser, rote Fischerhäuser, richtig schöne Herbstfarben. Und deswegen würde ich sagen, ist es die perfekte Zeit, um die erste Challenge einzuläuten. Und die erste Challenge ist noch relativ einfach, aber eine große Herausforderung hier an diesem Ort. Denn es ist die... Eher nicht so ein Thema. Das bringt einen als Fotograf natürlich aus der Komfortzone raus. Und das war ja klar, dass das nicht lange dauert. Ja, es wird in ein paar Jahren nicht mehr so aussehen wie jetzt. Ärgerlich.